Montenegro, ein Land voller Superlative. Die Tara-Schlucht, mit 1300 Metern die tiefste Schlucht Europas. Ein Eldorado für Naturliebhaber und Sportbegeisterte, der Domitor-Nationalpark. Das größte Binnengewässer auf dem Balkan, der Skadarsee, Naturreservat und Vogelparadies von unglaublicher Schönheit. UNESCO-Weltkulturerbe und Touristenmagnet. Die alte Hafenstadt Kotor. Die 30 Kilometer lange Bucht ist der südlichste Fjord Europas. Sveti Stefan, die Hotelinsel der Reichen und Schönen. Schon Sophia Loren und Kirk Douglas, aber auch Sylvester Stallone und Claudia Schiffer residierten in diesem Luxusressort. Aber Montenegro ist ein Reiseziel für jeden Geldbeutel mit vielen verborgenen Plätzen, noch abseits des Massentourismus. Viele wissen gar nicht, dass dieser Strand überhaupt existiert. Deswegen ist es mein Lieblingsplatz. Montenegro, Geheimtipp auf dem Balkan. Die Jadranska-Magistrale gilt als eine der schönsten Küstenstraßen Europas und es lohnt sich, zwischendurch mal anzuhalten. Ich bin Michael und ich bin der König von Montenegro. Michael lebt da, wo andere ihren Urlaub verbringen. Und hat Montenegro vor 12 Jahren zu seiner zweiten Heimat gemacht. Das Lebensgefühl hier in der Gegend ist einfach entspannt. Es ist klassisch mediterran, alles geht ein bisschen ruhiger zu. Man geht gerne mal einen Kaffee trinken, geht den Tag etwas entspannter an. Also alles ein wenig ruhiger und weit weg von der Hektik des Alltages, wie er vielleicht in Westeuropa anzutreffen ist. Den entschleunigten Lebensstil hat Michael längst übernommen. Der gebürtige Westerwälder lebt im Süden Montenegros und verdient sein Geld mit dem Vermieten von Ferienapartments in der Nähe der Stadt Ulcinj. Es gibt hier in Ulcinj hervorragende Cevapcici, ich würde sagen, die besten in ganz Montenegro, und da fahren wir jetzt mal hin. In den 70er und 80er Jahren gehörte Ulcinj zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Damals gehörte Montenegro noch zu Jugoslawien. Nach dem Zerfall ist der kleine Staat in Vergessenheit geraten. Der Ferienort Ulcinj gilt noch immer als Insider-Tipp und auch die Cevapcici, einst Lieblingsspeise vieler deutscher Touristen, warten auf ihre Wiederentdeckung. Guten Tag, alles gut soweit? Ja, alles gut. Für mich bitte 10 Cevapcici. Etwas zu trinken? Ja, ein Mineralwasser bitte. Inhaber Fatmir Ficic bereitet die Cevapcici nach traditionellem Rezept zu. Und legt besonderen Wert auf die Herkunft des Fleisches. Wissen Sie, ich bin ein Kind aus einer Metzgerfamilie. Ich mache die Cevapcici selbst, von Anfang bis Ende. Und ich habe keine Sorge, auch kleinen Kindern mein Produkt zu geben. Die Hackfleischröllchen müssen auf Holzkohle gegrillt werden. So schmeckt das Nationalgericht am besten. Da sind sich auf dem Balkan alle einig. Cevapcici gehen eigentlich immer, als Zwischenmahlzeit oder Hauptgericht. 10 Stück kosten bei Fatmir 3 €. Der Geschmack ist unvergleichbar. Es ist ohne Schweinefleisch, also mit einer Mischung aus Rind- und Lammfleisch und einem Gewürz, welches uns der Inhaber nicht verraten wird, vermutlich, sind also schon eine ganz besondere Sache. Muss man gegessen haben. Die besten Cevapcici und orientalisches Flair. Ulcinj hat viel zu bieten. Nicht weit entfernt liegt die Copacabana Montenegros. Velika Plaja, ein 13 Kilometer langer Traumstrand. Montenegro ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein und seit 2006 ein unabhängiger Staat. 117 Strände liegen an der knapp 300 Kilometer langen Adriaküste. Einer schöner als der andere und Michael Bader kennt sie alle. Er ist ein echter Insider und nimmt seine Gäste gerne mit auf Entdeckungsreise. Der Yachthafen von Bar ist ein perfekter Ausgangsort, um die einmalige Küstenlandschaft auch von der Wasserseite aus zu genießen.
Heute bringt er seinen Freund Achim zu einem außergewöhnlichen Ort. Sieht alles perfekt aus. Wasser ist toll, Sicht ist gut, könnte kaum besser sein. Michael nimmt Kurs auf seinen Lieblingsplatz in Montenegro. Er liegt eine halbe Stunde Bootsfahrt entfernt, versteckt hinter den Klippen. Der Strand der Königin. Kein Landweg führt dorthin. Dieses Paradies ist nur vom Wasser aus zu erreichen. Deswegen ist es mein Lieblingsplatz, weil hier so gut wie nichts los ist. Viele wissen gar nicht, dass dieser Strand überhaupt existiert. Und das ist natürlich der Vorteil hier, dass man hier ungestört baden kann, sowohl vom Boot aus oder auch direkt am Strand. Besser kann es eigentlich nicht sein. Die Natur ist Montenegros größter Schatz. Ja sam Mirjana Babić, ja sam dio prirode I priroda je dio mene. Mehr als 100.000 Olivenbäume wachsen im Süden des Landes. Seit Generationen bewirtschaften die Familien dort ihre eigenen Olivenhaine. Auch Mirjana Babić ist mit Olivenbäumen aufgewachsen. Wir sagen, dass der Olivenbaum genauso ist wie ein Mensch. Schauen Sie hier. Da lässt sich das Wetter, der Sturm und die Hitze erkennen. Es ist wie das Gesicht eines alten Menschen. An den Falten kann man sehen, wie der Mensch gelebt hat. Und diese Falten trägt der Baum sein Leben lang. Olivenbäume können über 2000 Jahre alt werden. Ganz so alt sind die von Mirjana nicht. Aber einige bringen es auf immerhin 400 Jahre. Die Bäume werden von ihrer Familie seit Generationen gehegt und gepflegt. Wie die Mutter gibt sie einem Liebe. Wir können die Olive alleine lassen und fast vergessen, aber sie ist immer da und wartet auf uns. Die Liebe, die wir ihr schenken, bekommen wir 100-fach zurück. Trotz aller Zuneigung schenken die alten Bäume Mirjana nicht jedes Jahr Früchte. Im Durchschnitt erntet sie 10 Tonnen Oliven und produziert daraus 1500 Liter Olivenöl. Im Business Center von Bar hat sich Mirjana eine kleine Werkstatt eingerichtet. Hier verwandelt sie das Öl in ganz besondere Seifen. Für die Herstellung unserer Seifen benutzen wir das Öl der Čučića-Olive aus Bar. Dazu geben wir Natronlauge und destilliertes Wasser. In diesem Fall kommen noch die ätherischen Öle des Wermutkrauts dazu. Nicht nur das hochwertige Olivenöl machen Mirjanas Seifen so besonders. Die Zutaten werden kalt miteinander verrührt. Dieser Prozess verlangt viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung, damit die Seife gelingt. Wir haben mit der Produktion daheim angefangen und nun machen wir in diesem kleinen Laden weiter. Wir haben bei Null angefangen und durch Befragung das Klientel für unsere Produkte ermittelt. Die Leute haben erst jetzt verstanden, welche Vorteile Produkte aus Olivenöl haben, vor allem Seifen. Rund 3000 Seifenstücke fertigt Mirjana pro Jahr. Alle aus ihrem eigenen Olivenöl, verfeinert mit Kräuteressenzen aus den Wäldern und Bergen der Region. Die Altstadt von Bar existiert seit über 2500 Jahren und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Römer, Venezianer, Ungarn, Serben und Osmanen herrschten hier und haben ihre Spuren hinterlassen. In den alten Gässchen reihen sich Läden und Restaurants aneinander. Mirjana betreibt hier einen Souvenirshop. Es kommen Touristen aus aller Welt hierher. China, Japan, Amerika. Sie kaufen gerne unsere lokalen Produkte und wir haben alle was zu tun. Die meisten Menschen in Montenegro leben vom Tourismus. Auch wenn davon momentan nicht viel zu spüren ist, denn nur im Hochsommer wird es an der Küste voll. Was in dieser Zeit verdient wird, muss für den Rest des Jahres reichen. Ja sam Zoran Bošković, mašinovođa na vozu 430.
Zdravo, ja sam Reko iz Goran, mašinovođa na vozu 430 i evo stiže naša lokomotiva. Zorans und Gorans Lokomotive gehört zum Schnellzug, der zweimal täglich die Hafenstadt Bar mit der serbischen Hauptstadt Belgrad verbindet. Dienstbeginn um 7 Uhr früh. Es gibt erste Instruktionen. Goran und Zoran müssen alles genau prüfen, denn was vor ihnen liegt, wäre wohl im Rest Europas unvorstellbar. Defekte Signalanlagen, Bahnübergänge, an denen die Schranken nicht funktionieren, unfreiwillige Stopps. Das gehört für die Lokführer zum Alltag. Es gibt gefährliche Situationen, für die wir gewappnet sein müssen. Wir müssen immer vorausschauend und vorsichtig fahren, da andere Verkehrsteilnehmer immer wieder unerlaubt die Bahnübergänge passieren. Das ist Alltag. Geklaute Batterien aus den Schrankenanlagen. Kommt vor. Sie bringen rund 1000 €, wenn man weiß, wo man sie verhökern kann. Für die Lokführer ist das kein Spaß. Sie müssen jedes Mal die Fahrt drosseln und Ausschau halten. Das kostet Zeit und führt zu unnötigen Verspätungen. Aber trotz allem, die beiden lieben ihren Job. Ich habe mich entschieden, Lokomotivführer zu werden, weil mein Opa und mein Vater auch schon auf dieser Strecke gefahren sind. Außerdem ist es ein sicherer Job und eine gesicherte Existenz. Wir haben eine gute Gemeinschaft und es ist ein sehr schönes Arbeiten in diesem Kollektiv. Deshalb übe ich diesen Beruf aus. Ungefähr 12 Stunden dauert die Fahrt bis Belgrad, wenn nicht noch mehr dazwischenkommt. Die einspurige Strecke führt über 435 Brücken und durch 254 Tunnel. Die Strecke wird zu den schwierigsten und gefährlichsten Strecken Europas gezählt. Wenn wir zu einer Stelle mit ganzen 25 Promille Gefälle kommen, ist Vorsicht geboten. Wir müssen dann sehr konzentriert fahren, weil das Gelände schwierig ist. Noch aber ist das Hochgebirge in weiter Ferne. Die beiden überqueren erstmal entspannt den Skadarsee. Der ist ungefähr so groß wie der Bodensee und gehört zu einem Drittel zu Albanien. Die Grenze zieht sich mitten durch das Gewässer. Die Menschen in dieser Region leben vom Fischfang und dem Tourismus. Michael und Achim sind wieder unterwegs auf Entdeckungsreise. Aber erstmal wird gefrühstückt. Wer interessiert mich? Der Karpfen. Ja. Ja, der zerfällt. Der ist so zart. Das ist eine lokale Spezialität. Und zwar ist das geräucherter Karpfen. Dann wird er noch mariniert. Also marinierter Karpfen hat einen ganz, ganz intensiven, leckeren Geschmack und ist traditionell hier aus diesem See. Dazu gibt es Pregadnice. So heißen die kleinen Krapfen. Das traditionelle Frühstück gehört zum Ausflug ins Naturschutzgebiet unbedingt dazu. Der Skadarsee ist einer von 5 Nationalparks in Montenegro mit allein 52 verschiedenen Fischarten. Die gelben hier sind, die stehen unter Naturschutz. Die gelben Seerosen. Die gelben Blüten, genau. Die weißen kann man auch pflücken, das ist kein Problem, das ist die normale, genau, die Standard-Seerose. Also das ist eine der schönsten Stellen hier auf dem See, finde ich, mit totaler Ruhe. Man hört die Vögel um sich herum singen, das Schilf rauscht, wenn ein bisschen Wind geht, so wie heute. Also ein absolut tolles Naturparadies hier. Michael und Achim sind aber nicht nur zum Relaxen rausgefahren. Ein bisschen Abenteuer soll es auch noch geben. Auf dem Grund des Sees liegt das Dampfschiff Skanderberg. Es wurde 1942 von Partisanen versenkt. Es sind schon einige Wracks gewesen, die ich betaucht habe, aber das hier, ja, unbekanntes Wrack ist das erste Mal. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ganz ehrlich, weil wir wissen nicht, was uns erwartet und ja, müssen wir schauen. Die beiden erfahrenen Taucher haben ungefähre Angaben erhalten, wo das 21 Meter lange Schiffswrack liegen soll. Das Wrack soll gut erhalten sein.
Und wenn es hält, was es verspricht, plant Michael, die Tauchexkursion im Skardasee ins Ausflugsprogramm für seine Gäste aufzunehmen. Das Wasser hat eine Temperatur von 12 Grad. Allzu lange können die beiden nicht unten bleiben. Die Sicht ist besser als gedacht, aber wir werden noch genauere Positionsangaben brauchen. Wir haben es nicht gefunden. Wenn wir tauchen gehen und der Hai kommt nicht gerade um die Ecke, dann war der Tauchgang trotzdem schön. Das ist vollkommen unabhängig davon. Das war ganz sicher nicht der letzte Tauchgang. Das Wrack der Skanderberg steht weiterhin ganz oben auf der Entdeckerliste. Zoran und Goran nähern sich inzwischen dem nächsten Highlight. Die höchste Eisenbahnbrücke Europas. 498 Meter lang und 198 Meter hoch. Sie führt über das Tal des Mala-Reka-Flusses. Dieser Streckenabschnitt ist der spektakulärste auf der ganzen Reise. Hinter der Brücke passiert der Zug die höchste Stelle auf 1032 Metern. Seit 37 Jahren fährt Zoran auf dieser Strecke. Langweilig ist es ihm noch nie geworden. 600 € verdient er im Monat und liegt damit etwa 60 € über dem durchschnittlichen Gehalt in Montenegro. Der ausschlaggebende Punkt ist die Liebe zu diesem Beruf. Wenn ich nochmal geboren würde, würde ich wieder Lokführer werden. Dieser Beruf ist für Menschen, die in Bewegung sein wollen, die Abwechslung brauchen und mit ihren Augen immer etwas Neues sehen und erleben möchten. Der Adrenalinkick ist hoch. Wir stehen fast immer unter Stress. Nach 175 Kilometern durch Montenegro und 3,5 Stunden Fahrt erreicht der Zug in Bielo-Polje die serbische Grenze. Für Zoran und Goran ist hier Endstation. Die restlichen 300 Kilometer nach Belgrad übernehmen die serbischen Kollegen. In der Nähe von Montenegros Hauptstadt Podgorica, in den Hügeln versteckt, liegt die Farma Magaraca, die Farm der Esel. Ja sam Darko Savelić. Magarac je dio crnogorske prirodne I kulturne baštine I ja ne mogu da zamislim Crnu Goru bez magaraca. Esel sind klug, gutmütig und gesellig. Sie kennen keine Angst und freunden sich mit jedem an. Trotzdem will sie in Montenegro niemand mehr haben. Sie werden nicht mehr gebraucht. Darko will die Tiere vor dem Aussterben retten. Der Esel gehört zum natürlichen Ökosystem Montenegros. Bis vor 30 Jahren gab es tausende Esel, aber aufgrund des Einzugs der Industrie, der Landwirtschaftsmaschinen sowie der Landflucht der Bevölkerung gibt es keinen Gebrauch mehr für den Esel. Früher gehörte zu jedem Haus mindestens ein Esel. Jetzt gibt es nur noch ungefähr 150 im ganzen Land. Auf Darkos Farm leben 30 von ihnen. Dazu 5 kleine, die auf der Farm geboren sind. Das jüngste ist 3 Tage alt. Die Eselmutter und ihr Junges sind unzertrennlich. Erst nach einem halben Jahr werden die Kleinen langsam eigenständig. Unsere Eseldamen haben alle einen Namen. Die hier heißt Carolina und das hier ist unser 3 Tage altes Eselbaby. Er heißt Romeo. Der Kleine ist jetzt noch ein Leichtgewicht. Wenn man mit ihm arbeitet, kann er genauso gehorsam sein wie ein Hund. Esel sind sehr intelligente Tiere und gelehrig. Die Farma Magaraca, übersetzt heißt das Eselsfarm, ist gleichzeitig auch das Zuhause von Darko. So hat der 43-jährige Ornithologe immer Zeit für seine Langohren. Wie Sie sehen können, sind die Tiere auf dieser Farm sehr verschmust. Mittlerweile kommen sogar freiwillige Helfer her, um mit den Eseln zu kuscheln.
An sich sind unsere Esel die glücklichsten der Welt. Sie werden gut gefüttert und sind nur sonntags, wenn wir die Farm für Besucher geöffnet haben, im Gehege. Ansonsten laufen sie frei auf unseren Feldern herum. Und wenn sie wieder im Gehege sind, kommen sie zum Kuscheln und Streicheln zu einem, denn sie haben sich an den Menschen gewöhnt. Gleich bei Grenzenlos, Adrenalin pur, Rafting in der tiefsten Schlucht Europas. Montenegro, Land der wilden Schönheit. Darko versorgt seine Esel mit allem, was sie brauchen. Hier bekommen sie nicht nur Futter, sondern auch Zuneigung. Manche zum ersten Mal in ihrem Leben. 3 der geretteten Esel sind blind und haben keine Zähne mehr, weil sie von ihren früheren Haltern extrem vernachlässigt worden sind. Sie ist 40 Jahre alt und war kurz vorm Tod. Wir haben sie gekauft, um die ihr verbleibende Zeit schön zu gestalten. Sie ist leider blind und orientiert sich an Geräuschen oder meiner Stimme. Dann weiß sie, in welche Richtung sie gehen muss. Vor 2 Jahren hat Darko die Farm auf dem Grundstück seiner Eltern aufgebaut. Alles begann mit einer Eselin, die er, um sie zu retten, gegen ein Schaf getauscht hat. Als ich Marta gesehen habe, bemerkte ich, dass ihre Vorderbeine zusammengebunden waren. Vielleicht schon ihr ganzes Leben lang. Ich wollte ihr die Chance geben, nochmal Freiheit zu spüren. Seine Farm finanziert Darko über den Verkauf von Eselmilch. Und die hat ihren Preis. 50 € kostet 1 Liter, weil die Eselinnen nur ca. 400 Milliliter pro Tag geben. Eine Kuh gibt 10-mal so viel. Dass Eselmilch die Haut pflegt, wusste schon Kleopatra. Sie soll aber auch das Immunsystem stärken, Asthma und Hautprobleme lindern. 50% seines Ertrages verkauft Darko, die andere Hälfte spendet er an die, die sich die Milch nicht leisten können. Sonntag ist die Farm für alle geöffnet. Zum Eintrittspreis von 1 Kilo Möhren. Diese Farm ist alles andere als ein Zoo. Mein Traum ist es, diesen Tieren ein gutes Leben zu bieten. Und zum Glück läuft es gut bis jetzt. Die Farm Magarazza ist ein voller Erfolg. 20.000 Besucher in 2 Jahren sprechen für sich. Im Norden Montenegros wartet eine weitere eindrucksvolle Berglandschaft auf ihre Entdeckung. Auch hier hat man die herrliche Natur wieder mal fast für sich allein. Für Unterkunft ist auch gesorgt. Diese Herberge wurde im Stil der traditionellen Berghütten gebaut. Ein idealer Ausgangsort, um die umliegenden Gipfel und Canyons zu erkunden. Ja sam Dragan Gašo Lalović, peo sam po mnogo planina svijeta, od Himalaja, Pamira, Anda i tako dalje. I sad mi je mnogo žao što nisam više vremena proveo ovdje, ali se nadam da ću još uvijek to stići da uradim. Es gibt wohl keinen, der die Bergwelt Montenegros so gut kennt wie Gašo. Er arbeitet bei der Bergwacht. Und heute sind Schüler aus Ulcin mit ihrem Deutschlehrer zu Gast, um bei der Markierung der Wanderwege zu helfen. Du hast es gut. Oh. 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 Das zieht. Neue Wanderwege erkunden wir, indem wir schlichtweg selbst in den Bergen wandern. Und dann katalogisieren wir, welche Routen für welches Klientel die richtigen sind. Montenegro bietet rund 3000 Kilometer Routen für unterschiedliche Bedürfnisse. Vom einfachen Wanderweg bis zum anspruchsvollen Bergsteig sind alle gut gekennzeichnet. Von der anderen Seite werden wir mit dem Handschuh den Stein von Schmutz befreien und das Gras wegreißen, damit man die Markierung von weitem auch erkennen kann. Den Pinsel musst du von der überflüssigen Farbe befreien. Und dann machst du einen schönen großen Kreis. Mach den Kreis schön rund, nicht dass es aussieht, als hätten wir einen Sitzen gehabt. Der neue Weg, den die Schüler heute markieren, befindet sich auf ca. 1000 Metern Höhe.
Jetzt fühle ich mich wie Picasso. Für die Schüler aus Ulcin ist der Ausflug zu Gascho ein ganz besonderes Erlebnis. Sie waren bisher noch nie in den Bergen. Solche Ausflüge sind für montenegrische Familien meist zu kostspielig. In der Herberge bereitet Dušica inzwischen das Abendessen für die Schüler vor. Es gibt Kačamak, zubereitet aus Kartoffeln, Maismehl und Käse. Ein traditionelles Gericht aus den Bergen, das per Hand gestampft werden muss. Man braucht viel Kraft, um Kačamak zu kochen. Auf über 50 Gipfel ist Gascho in seinem Leben schon geklettert. Auch der Mount Everest war dabei. 1996 war er Teil einer Expedition, bei der 12 Bergsteiger verunglückt sind. Der Bestseller »In eisige Höhen« beschreibt das Ereignis. Am liebsten komme ich zum Dormitor zurück, weil es sich hier wirklich um einen phänomenalen Gebirgskomplex handelt. Manchmal habe ich das Gefühl, zu wenig Zeit hier verbracht zu haben. Natürlich bereue ich nicht, durch die Welt gereist zu sein, aber jetzt beschäftige ich mich immer mehr mit meinem Dormitor. Den Stein ganz oben auf dem Berg markieren die Schüler mit einem rot-weißen Dreieck. Das Symbol für den Gipfel. Dušica stampft immer noch unermüdlich ihren Kačamak. Erst wenn sie mit der Konsistenz zufrieden ist, kommt neben gesalzener Butter noch Frischkäse und geriebener Hartkäse dazu. Über die Kalorien dieser traditionellen Speise denkt man besser nicht nach. Doch nach vielen Stunden an der frischen Bergluft ist der Kačamak genau das Richtige für die Schüler. Das schmeckt so gut. Ja, du kriegst in Deutschland nichts. Vom Geschmack her. Das ist der Geschmack für alles Bio, vom Schabla. Es schmeckt besser als Pommes frites für mich, mit dem Käse und Joghurt. In dem kleinen Ort Udjeha betreibt Michael seine Ferienapartments. Als erster Hotelier in Montenegro hat er das Eco-Label der EU für nachhaltigen Tourismus erhalten. Wasser wird bei Michael aber nicht nur aus Umweltgründen gespart. Udjeha und die umliegenden Ortschaften sind nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen. Eine Leitung gibt es aber. Der nächste Schritt ist jetzt, dass natürlich dann daran die einzelnen Ortschaften angeschlossen werden. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Montenegrinisch gesehen eine Zeit lang kann durchaus auch mehrere Jahre bedeuten. Wir werden sehen. Michaels Gäste machen gerne beim Ökotourismus mit. Weil die Mülltrennung in Montenegro noch nicht richtig funktioniert, hat Michael für seine Feriengäste eine Dosenpresse aufgestellt. Die plattgedrückten Dosen liefert Michael später beim Alu-Recycling ab. Der Dormitor Nationalpark. Er lädt zum Wandern, Klettern und Mountainbiken ein. Ein ganz besonderes Spektakel kann man in der Tara-Schlucht erleben. Mit 1300 Metern die tiefste Schlucht Europas. Die Schülergruppe aus Ulcin macht sich fertig für ihr Rafting-Abenteuer. Neoprenanzüge und Schwimmwesten sind ein absolutes Muss. So, Mädels, letzte Frage. Habt ihr Angst? Jetzt könnt ihr noch Nein sagen. Ja, keine Angst, ne? Kein Problem. Ihr seid jetzt auch gut ausgerüstet, kann ja gar nichts passieren. Wichtig ist noch kein Handy, kein Portemonnaie. Habt ihr die Sachen im Auto? Ja. Ja, also da kann auch da nichts passieren. Ihr braucht jetzt kein Handy. Ganz sicher nicht. Die nächsten 2-3 Stunden sind wir beschäftigt. Ja. Ja. Okay, dann geht's los. Auf den ersten Kilometern reiht sich eine Stromschnelle an die andere. Trocken bleibt da niemand. Das Schmelzwasser aus den Bergen hat die Tara in einen reißenden Strom verwandelt. Im Frühling und Herbst ist das nichts für Angsthasen. Im Sommer, wenn der Wasserstand gesunken ist, geht es ruhiger zu. Ein Stück weiter flussabwärts gibt es immer wieder seichte, ungefährliche Stellen. Und man kann einen Sprung in die eiskalte Tara riskieren.
Zur letzten Etappe der Rafting-Tour gehört ein Abstecher zu einem nahegelegenen Wasserfall. Die Erlebnisse werden natürlich festgehalten, trotz Handyverbots. Das Beste hier ist, dass wir alle zusammen sind, alle unsere Freunde, unsere Lehrer, und wir haben sehr viel Spaß zusammen. Und wir haben sehr viele Erinnerungen zusammen, die fürs Leben sind. Endspurt auf dem letzten Stück, wo die Tara noch einmal wild wird. Die Bucht von Kotor, der südlichste Fjord Europas und einer der schönsten Naturhäfen. Die UNESCO hat diese Region 1979 in das Weltkultur- und Naturerbe aufgenommen. Die von Bergketten umrahmte Bucht und die Stadt mit ihren kulturhistorischen Bauwerken bilden die meistbesuchte Tourismusregion des Landes. Michael ist in Sachen Ökotourismus unterwegs. Er hat Fördergelder beim Entwicklungsprogramm der UN beantragt und ist deswegen mit Projektleiterin Alexandra Kikovic verabredet. Trotz der vielen Sonnenstunden wird Solarenergie in Montenegro kaum genutzt. Deshalb unterstützt die UN Michael finanziell bei der Anschaffung von solarbetriebenen Handyladestationen. Die UNDP hat Herrn Bader bei seiner Initiative unterstützt, Ginkgo-Solarzellen in seinen Ferienapartments einzusetzen. Eine der Ideen, die praktisch allen zeigen kann, wie der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. Kotor ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte im gesamten Mittelmeerraum. Wenn nicht gerade ein Kreuzfahrtschiff in der Bucht angelegt hat und die Schiffsreisenden auf Souvenirjagd gehen, kann man in aller Seelenruhe durch die charmanten Gässchen bummeln. Noch ist Montenegro ein Geheimtipp. Doch die Anzahl der Touristen steigt an. Die Vereinten Nationen unterstützen Montenegro mit ihrem Entwicklungsprogramm UNDP, um den nachhaltigen Tourismus im Land zu fördern. Wir haben die Interessen der Touristen und der Einwohner Montenegros im Blick. Ziel unseres Programms ist, unsere natürlichen Ressourcen und Kapazitäten zu nutzen, um einen grünen Tourismus zu etablieren und zu fördern. Montenegro ist aber auch ein Reiseziel der Schönen und Reichen. Auf der ehemaligen Fischerinsel Sveti Stefan betreibt die Aman Group ein exklusives Hotelressort für gut betuchte Gäste. Royals, Schauspieler und Politprominenz aus aller Welt. Marko Pribilovic betreut den Jetset auf der Insel seit über 30 Jahren. In unserem Hotel bewahren wir alte Traditionen. Diese Lampe beispielsweise bleibt tagsüber hier an der Wand. Und wenn es dunkel wird, kommt sie ans Fenster. Das war früher nämlich ein Fischerdorf. Wenn die Fischer abends nach Hause kamen, waren die Lampen ein Zeichen, dass jemand hier auf sie wartet. Die Zimmer spiegeln den Stil der ehemaligen Fischerhäuser wider. Die Preise sind allerdings königlich. 5.000 € kostet eine Übernachtung in dieser Villa. Das ist ein wirklich schönes Zimmer mit einem tollen Ausblick. Von diesem Fenster aus kann man den Sonnenuntergang sehen. Und am Morgen empfehle ich, in diesem wunderschönen Zimmer ein entspannendes Bad zu nehmen. Mit Blick auf den Sonnenaufgang. So fängt der Tag spektakulär an und endet auch so. Die illustren Gäste bleiben auf der Insel unter sich. Wer kein Hotelgast ist, kann an einer Tour durch die verwinkelten Gässchen teilnehmen. Dann geht man hier auch nicht verloren. Ich hatte mal eine interessante Begegnung mit einer Prinzessin aus Arabien. Sie hatte sich auf der Insel verirrt. Da sie extrem hohe Schuhe trug, konnte sie irgendwann kaum noch laufen. Ich denke, sie war sehr froh, als ich sie gefunden und zurück zur Rezeption geleitet habe. Das war besser als jedes Geschenk. Ja, eine simple, aber schöne Erfahrung.
Der Beauty-Bereich des Inselhotels liegt auf dem Festland. Seifenproduzentin Mirjana hat hier einen Geschäftstermin. Sie beliefert das Luxus-Spa in Sveti Stefan mit ihren lokalen Produkten. Heute stellt sie Managerin Maria ihre neue Kollektion vor. Was sind denn die Vorteile der Öle in den Seifen? Diese sind für reifere Frauen gut, da der Salbei den Hormonhaushalt ausgleicht. In Kombination mit Lavendel ist es auch sehr vorteilhaft. Ich bin so stolz, dass Sie sich entschieden haben, Ihnen meine Produkte zu zeigen und sie in Ihrem Spa benutzen wollen. Aber vor allem finde ich toll, dass Sie den Gästen zeigen, was unser Land, Montenegro, zu bieten hat. Der größte Teil der Wellnessanlage ist exklusiv für die Inselgäste reserviert. Die Massagen kann aber jeder buchen, zum Preis von 150 € für 60 Minuten. Ich möchte, dass die Menschen, die unseren Spa besuchen, die Schönheit dieses Landes erfahren. Deshalb kombinieren wir in unseren Behandlungen all die Aromen der Natur Montenegros. Und so tauchen die Gäste ein in das ganze Verwöhnaroma Montenegros. Gleich bei Grenzenlos, wie Montenegros Promis mit einem originellen Projekt ein Naturparadies retten wollen. Montenegro, Land der wilden Schönheit. An diesem Ort ist ein Naturparadies versteckt, das es vielleicht schon bald nicht mehr geben wird. Diese Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Schatz zu erhalten. Ich bin Senepalika und das hier ist meine große Liebe. Und für die große Liebe kämpft man nochmal. Doch Senepas große Liebe rostet. Um das zu ändern, ist Kreativität gefragt. Gemeinsam mit den bekanntesten Musikern Montenegros arbeitet Senepa an einem ganz besonderen Projekt. Unglaublich. Senepas große Liebe ist die Saline von Ulcin. Über 80 Jahre lang wurde dort Salz aus dem Meer gewonnen. Seit der Privatisierung 2003 ruht der Betrieb und das bringt das Ökosystem in Gefahr. Ohne Salzgewinnung wird das Gebiet nicht mehr mit Meerwasser geflutet und die Becken trocknen aus. Das wollen Senepa und ihre Mitstreiter nicht hinnehmen. Sie haben sich verabredet, um in der Saline ein Musikvideo zu drehen. Wir wollen erreichen, dass die ganze Welt erfährt, dass es hier einen unglaublich schönen Ort gibt, der zu schützen ist. Und das ist die Saline von Ulcin. Ein Flughafen für mehrere Millionen Vögel. Flamingos und mehr als 260 andere Vogelarten brüten, rasten oder überwintern in der Saline. Die Künstler wollen erreichen, dass die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, damit das einzigartige Naturparadies erhalten bleibt. Das ist mein Lieblingsplatz. Hier habe ich die ganze Saline im Überblick. In ihrer ganzen Pracht, in ihrer ganzen Einmaligkeit. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen und zu arbeiten. Und das ist schön. Ja. Am Velika Plaza, dem 13 Kilometer langen Sandstrand von Ulcin.
Die Artists of Salina feiern. Ihr Musikvideo Awareness ist fertig und wird nun im ganzen Land verbreitet. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht. Die Saline ist nicht mehr quasi versteckt, sondern die ist öffentlich und die Menschen reden darüber und genau darum geht's. Montenegro. Ein Reiseland, das wiederentdeckt werden will. Ob Berge oder Meer, Aktiv- oder Strandurlaub, Kulturfan oder Naturliebhaber. Das kleine Land auf dem Balkan hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Noch ist Montenegro ein Geheimtipp. Aber das könnte sich schon bald ändern.